Liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Little Orpheus. So, es geht weiter, Episode 5, unter den Wellen von Molobka. Auf geht's! I thought I was doomed. But a miraculous thing happened, General. I could breathe. It must have been the helmet that was jammed onto my head. It was a strange and remarkable thing. Some might almost say beyond belief. A narrow-minded fool may indeed, General, but of course you are no Durak. But even as I sank towards the floor of that lost ocean, my journey was about to take me to darker, stranger territory than ever before. And it happened like this. So, weg mit dem Vorspann. Ist immer derselbe. So, jetzt sind wir erst unter Wasser. Wir sehen auch alles in diesem Spiel, ne? Dschungel, Eis, Unterwasser, die Innereien eines Wals, alles gesehen. Es fehlt eigentlich nur noch irgendwie der Himmel oder und Wüste oder sowas. Ich höre schon wieder Let me see if I have this correctly. After narrowly failing to apprehend the mad missing explorer Toll and recapture my atomic bomb in your giant snowball, you fell through thin ice and sank to the bottom of a subterranean ocean, discovering along the way that the mind control helmet you had accidentally wedged onto your head enabled you to breathe underwater and resume your pursuit across the seabed. Ja, das klingt unglaubwürdig, ja. General, you seem perplexed. Perplexed? Perplexed is that the keys to my house are not where I left them. Perplexed is the fact my dog will not eat cheese like other dogs. No, Ivan Ivanovich, I am not perplexed. Nee, das ist falsch. Also ich glaube, wir müssen schon hier runter. Ich denke, ich darf diese diese roten Dinger nicht berühren. Intrigued then, perhaps? I'm not sure intrigued is the correct term either. Enraged at being taken for a simpleton. Now that, perhaps, is a better way of describing my current state of mind. Ja, wird schon ein bisschen auf den Arm genommen, der General. Oh, riesen Seepferdchen. Irgendwas Elektrisches. Once again, Comrade Pervalov, I must correct you. Unfortunate is losing one's car in a snowstorm. Unfortunate is booking opera tickets on your wife's birthday and getting the date wrong. Oh, was she furious? That is not the issue! Furious. However, now that is a good word. I could speak with your wife. Would that help? I could always have a word with her if you like. I could always have you shot. Okay, ich darf nicht die Wellen berühren. Good. But I suspect she would appreciate the gesture. Oder kann ich hier durch? Ah, ich kann die Luftblase benutzen. Aber wie geht's jetzt weiter? Hier muss ich, glaube ich, gezielt durchspringen. Oh. Knapp, aber gut. Nein! Ja, nochmal. Keine Wände berühren oder so. Ich frage mich ja, was der Gegner in diesem Level sein wird. Irgendein großes Seeungeheuer wahrscheinlich. Der eben über uns rüber geschwommen ist, den wir nur so ansatzweise gesehen haben. Irgendwas ist da. Wir zeigen es uns noch nicht. Kraken. Oh. A vast monster of the sea. A giant, humongous, many-armed electrical destroyer of ships and cities. Electrical? Electricity flowed along its horrible body.
sparking and stunning all it touched, flowing like deadly rivers along its awful tentacles. Okay. Befreit den Kraken. Unter dem Meer. Unter dem Meer. So, weiter geht's. Habt ihr euch einen Trailer von Ariel gesehen? Bei mir ist, ja, meine Freundin, meine Frau, die steht ja voll auf den Zeichentrickfilm, auch nur den alten, mit der alten Synchronisation. Ja, also hat hier den Trailer gezeigt hat von Ariel. Das erste, was sie sagte, wo sie sie gesehen hat, die ist ja schwarz. A sobering discovery. Are you suggesting that the vessel simply wandered off course and sank here? That seems unlikely even by your standards. No, General, I only wished that were true. The mighty ship showed terrible scars, signs of having been grappled and torn asunder by some huge and terrible adversary. It is indeed strange and curious. I am troubled by this discovery. Might you almost be perplexed, perhaps? Don't push your luck. Du meinst, der Krak hat das Schiff mitgenommen, aber die Minen, die sind hier befestigt worden da unten. Weiß es nicht. Können wir was machen? Ah. Oh, bei Licht ziehen sich zusammen. Und warte, nochmal. Wieder eine Muschel. Da hinten liegt irgendwas. Hier diesen Pflanzen habt ihr es gesehen, seht ihr es? Wow, aber wir haben es geschafft. So, was können wir hier machen? Ah, Lichtschalter. Gut, aber diese Dinger, die fallen hier ja nicht hin, ne? Die muss jemand hier hingebaut haben. I was stationed at Sydney Ostrov some years ago. I am only too aware of how easy it is for the imagination to create monsters when one is exposed to lonely and dark places. My men required constant monitoring. Much like my cousin Pavel. He was also stationed at Ostrov? No, he required constant monitoring. He was a devil for stealing eggs. Was? Das ist nicht dasselbe, glaube ich, aber egal. Oh, ein Schatz. Und ein Riese. I was referring to the fear that something is lurking in the darkness. Something strange, brutish, and ill-intentioned. Again, that sounds much like my cousin Pavel. Die Frage ist aber gerade, wo kommt der Strom für das Ding her? Wieder die Pilze. Sieht so ein bisschen menschengemacht aus dahinter. Das sieht aus wie Ruinen.
Also nicht wie natürlicher Meeresboden. Oh, Quallen. Ein Schwibbelschwabbel. Definitiv irgendwelche Ruinen. Oder Überreste. I was being hunted. There was no doubt about it. And escape was all I could think about. Naturally. That and duty. Duty? Yes, General. After all, I had a bomb to recover from that villain Toll. How clever of you to remember that. Können wir mit Luftblasen spielen? Oder links, 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 links. Und rechts. Und links. Dann gehen wir weiter nach rechts. Elektrokraken. Wäre geil, wenn am Ende der Wal gegen den Kraken kämpfen würde. Ah, rutschen können wir uns gar nicht hier auf dem Meeresgrund. But first, there was the issue of escape. Escape from a dreadful, grasping creature that consumed all it could reach, dragging anything that wandered within its clutches to a miserable doom. A hoarder of useless trophies and stolen goods. Once again, Tavarish, I suspect you are pursuing a somewhat tortuous metaphor for capitalism, in the misguided hope of appealing to my political ideals. Das müssen wir umdrehen wahrscheinlich. Mir gefällt es, dass in dieses Spiel alle möglichen Szenerien reingepackt haben. Und der nächste Ort, den wir besuchen können. Und der Kraken. Gut, hier unter Wasser, also hier in der Höhle, wird der Kraken ja wohl nicht zu sehen sein. Wir werden wahrscheinlich auch nicht gegen ihn kämpfen müssen, aber so, sondern einfach nur A flüchten. little mouse being toyed with by a terrible cat. Rather a wet mouse. I was like a little underwater mouse. Being stalked by a giant rubbery electrical cat with 8 tentacles. Exactly, General. Good, I'm glad we cleared that up. You may continue. Hopp. Und da müssen wir jetzt wieder durchhüpfen. Das scheint wieder genau passen. Und blub. So, da ist es mitten durch.
Was ist das? Ach, der Kraken. Er beobachtet mich. Oh. Submarines. You didn't mention submarines before. Didn't I? Why? No, Naverne, General, of course. Submarines. Millions of them. Several, at least. Any particular submarines? Did you see names? Numbers? General, have you lost a submarine? I am not at liberty to answer that question, as you well know. Well, General, losing one's car in a snowstorm is unfortunate, as you say. But to lose a whole submarine, that could be considered careless. Ja gut, wenn er jetzt Nummern wüsste oder Namen, das wäre natürlich sehr viel einfacher zu überprüfen, dann, ob es diese Boote wirklich gab. And you are certain it was NVidia GTX1660Ti? Well, that was painted on the hull, so I can only assume so. I think I know where this dismal story is going next. You somehow miraculously brought the remaining closed cycle engine online, flooded the torpedo tubes, dispatched the Kraken with one shot, and triumphantly surfaced. No, General, that is not what happened at all. I did indeed make my way to the torpedo tubes, but for a very different purpose. After all, history has taught us that atomic power is not to be toyed with. Much like tired, impatient generals, perhaps. Particularly the perplexed ones. Indeed, General. Or like dogs that will eat no cheese. So, jetzt sind wir also im U-Boot. So, den Helm brauchen wir wohl nicht mehr. Das heißt, wir werden nicht mehr unter Wasser gehen. Ach, da ist ein Hebel, okay. Ah, die Kraken kommen. Ich glaube, nach dieser Fluchtpassage wird das Ganze wieder vorbei sein. Das war bis jetzt ja immer so. Also Level immer ziemlich ähnlich aufgebaut zumindest. Drück den Knopf. Oh, er drückt den Knopf. Wird also weggeschossen mit dem Torpedo. Will our determined yet disorientated hero end his days as socialist sushi? Will his daring exploits be cut tragically short by vengeful calamari? Will the general's wife ever forgive him for missing Ruslan and Lyudmila? And just how many eggs did Pavel steal? And where did he keep them? All of these questions and more may or may not be answered in the next exciting episode of Little Orpheus! Ja, haben wir diese Episode auch durch. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Nach Lemuria und weiter. Das sehen wir also im nächsten Video. Und dann gibt es noch 1, 2, 3 weitere Level.
Also 4 Level noch. 4 Videos noch. Also, mach's gut, liebe Freunde, ich bin raus. Tschüss.